Herzlich willkommen zurück bei den Bitfarm Archiv Anwendertipps. In diesem Video geht es nun um die Suchfunktionen des DMS. Bitfarm Archiv ist, im Gegensatz zu einer Windows-Ordnerstruktur, ein datenbankbasierendes System. Diese Tatsache ermöglicht einen anderen Zugriff auf Dokumente, wo nicht mehr allein Ordner und Dateinamen die Ordnungskriterien darstellen, sondern zusätzlich viele weitere Eigenschaften und Attribute genutzt werden können. Wie wir sie in der Praxis verwenden können und welche hilfreichen Suchfunktionen das DMS sonst noch bereithält, schauen wir uns in diesem Video gemeinsam an. Auch in Bitfarm Archiv bildet ein Baum die erste Strukturebene. Hier sehen wir die Lagerorte, die den Baum untergliedern als Häuser. Darunter sind die Ordner, die sogenannten Archive angeordnet, die die eigentlichen Dokumente enthalten. Um ein Dokument anzuzeigen, müssen wir im Baum wählen, wo sich das gesuchte Dokument befindet. Kennen wir das Archiv nicht, können wir auch darüberliegende Lagerorte oder die Wurzel des Baums wählen. Je nach Einstellung der Viewer-Optionen werden sofort Dokumente angezeigt, wie wir es zum Beispiel auch vom Windows Explorer kennen. Anderenfalls genügt ein Klick auf Suchen, um den Inhalt des Archivs anzuzeigen. Das erste Dokument in der Liste ist dann gleich in der Darstellung geöffnet. Standardmäßig ist die Liste chronologisch sortiert. Das neueste Dokument befindet sich oben. Über den Dokumentennamen, den Erfasser und das Erfassungsdatum erhalten wir eine erste weitere Gliederung, ähnlich wie bei einem normalen Dateisystem. Dank der unmittelbaren Darstellung der Dokumente können wir so in kleinen Dokumentenmengen bereits einen guten Überblick erhalten. Das DMS ist aber vor allem für große Dokumentenmengen konzipiert, ohne dass dazu eine ausladende Ordnerstruktur nötig wäre. Der Schlüssel dazu liegt in den Such- und Filterfunktionen. Anstatt in einer langen Liste zu blättern, können wir Suchbegriffe in das allgemeine Suchfeld eingeben. Dieses Feld durchsucht alle zugänglichen Informationen der Dokumente, angefangen von ihrem Titel, über vergebene Schlagworte und Attribute, durchsucht Notizen bis hin zum abgedruckten Inhalt. Vergleichen wir es mit einer Suche im Internet. Je mehr Suchwörter wir eingeben, desto exakter passt das Ergebnis. Diese schnelle und einfache Art der Suche ist im Übrigen über STRG F wie Friedrich erreichbar. Für diejenigen, die mit Tastatur arbeiten, werde ich immer wieder auf die entsprechenden Kombinationen aufmerksam machen. STRG F also für eine Suche in dem gewählten Baumbereich. Mit Return geht es los. Falls sich einmal ein Dokument auf Abwägen befindet und nicht in seinem Bereich zu finden ist, STRG Alt F sucht über den gesamten Baum. Die eingegebenen Suchbegriffe können übrigens verteilt im Dokument oder den Attributen vorkommen. Möchten wir nach einer exakten Wortgruppe suchen, müssen wir Anführungszeichen verwenden. Wollen wir Begriffe ausschließen, stellen wir ein Minuszeichen den Begriffen voran. Also hier Simpson, aber nicht Bart. Ein Schrägstrich bedeutet oder. Allen alternativen Suchbegriffen muss dieser vorangestellt werden. Beispiel: Bart oder Lisa. Noch ein Hinweis: In den Grundeinstellungen werden auch Wortbestandteile gefunden. Suchen wir beispielsweise nach einem Esel, finden wir auch eine Handelsgesellschaft. Groß- und Kleinschreibung wird im Übrigen bei der Suche grundsätzlich nicht berücksichtigt. Mit der Taste F3 springt man von Trefferseite zu Trefferseite, was bei großen Dokumenten hilfreich ist. Alternativ können wir auch den Reiter Volltext benutzen,
um den reinen vom System erkannten Maschinentext anzuzeigen. Dieser lässt sich auch kopieren und dann anderweitig verwenden. Möchten wir innerhalb des gerade angezeigten Dokuments nach weiteren Nummern oder Begriffen suchen, findet sich in den Dokumentenwerkzeugen eine entsprechende Möglichkeit. Doch zurück zur Archivsuche. Mit dem allgemeinen Suchfeld haben wir die Suche kennengelernt, die über den gesamten verfügbaren Datenbestand recherchiert und auch in den allermeisten Fällen ein zufriedenstellendes Ergebnis liefert. In manchen Fällen jedoch benötigen wir andere, erweiterte Möglichkeiten der Ergebniseingrenzung. Hier helfen uns die spezifischen, festen Datenfelder auf dem Reiter Standard und die vom Administrator definierbaren Zusatzfelder. Schauen wir uns zunächst einmal den Reiter Standard genauer an. Das Feld Volltext ist etwas spezifischer als das allgemeine Suchfeld, da es nur den Text der Dokumente durchsucht. Schlagworte hingegen sucht nur über die eingegebenen Schlagworte, alle Zusatzfelder, Notizen, Titel, Barcodes, Herkunfts- und Typinformationen. Diese Suche ist immer eine Wortanfangssuche. Sie funktioniert unter allen Umständen sehr schnell. Auch eine Kombination aus Volltext und Schlagworten ist möglich. Sie wissen den Benutzer, der ein gesuchtes Dokument ins DMS eingestellt hat, oder haben dazu eine Gruppeninformation. Das nächste Feld bietet diese Möglichkeit der Suche an. Die Datumssuche grenzt den Zeitraum ein, in dem das gesuchte Dokument archiviert wurde. Alternativ kann nach dem Zeitraum der letzten Änderung oder dem avisierten Löschdatum recherchiert werden. Frage: Wozu gibt es hier zwei Felder? Antwort: Die Datumssuche ist eine Bereichssuche. Das erste Feld gibt das Startdatum des Bereichs an, das zweite Feld das Enddatum. So finden wir alles, was dazwischen liegt. Ein Tipp: Lassen wir eines der Felder leer, so bedeutet das sinngemäß irgendwann. Also hier zum Beispiel alle Dokumente seit dem 01.01.2020. Oder hier alle Dokumente bis zum 31.12.2018. Die kleinen Kästchen hinter den Suchfeldern stellen eine Verneinung dar, ganz ähnlich wie das Minuszeichen in unserem allgemeinen Suchfeld. Hier können wir also sagen, diesen Datumsbereich eben genau nicht. Im letzten Feld des Reiters Standard können wir nach einer Verknüpfung suchen. Verknüpfungen in Bitfarm Archiv sind Sammlungen von Dokumenten aus unterschiedlichen Bereichen, die gemeinsam unter einer Bezeichnung geführt werden. Man kann es sich also als virtuelle Akte vorstellen und die Verknüpfungsbezeichnung ist das Namensschild der Akte. Im DMS werden Verknüpfungen gerne benutzt, um inhaltlich zusammenhängende Dokumente zu bündeln. Hier kann zum Beispiel durch Eingabe einer Bestellnummer die gesamte Bestellakte aufgerufen werden, obwohl die Dokumente aus verschiedenen Archiven stammen. Deshalb ist die Verknüpfungssuche ausnahmsweise auch nicht an das selektierte Archiv gebunden, sondern zeigt alle zutreffenden Dokumente an, soweit wir auf diese berechtigt sind. Unter dem Knopf gibt es noch ein paar vermutlich eher selten genutzte Suchfunktionen, wie die Suche nach einem bestimmten Titel, einem Dateityp, zum Beispiel MSG für eine E-Mail, oder einer Dokumenten-ID im DMS. Die Dokumenten-ID wird ja für jedes Dokument in der Infozeile dargestellt. Auf dem Reiter Zusatzfelder finden wir spezifische Datenfelder, die vom Administrator angelegt werden können. Ich zeige Ihnen hier einige Beispiele, wie das auch in Ihrem Unternehmen
oder Ihrer Institution aussehen könnte. Die Zusatzfelder sind immer Archiven oder Lagerorten zugeordnet. Dadurch lassen sich unterschiedliche Masken anlegen, die für die im jeweiligen Archiv vorkommenden Dokumententypen sinnvoll sind. Übrigens, ein und dasselbe Dokument kann auch in unterschiedlichen Archiven vorhanden sein und dann auch über unterschiedliche, jeweils kontextbezogene Daten verfügen. Dazu aber später einmal mehr. Die Suche in den Zusatzfeldern entspricht weitestgehend dem, was wir schon kennengelernt haben. Auch hier gibt es normale Eingabemasken, Bereichssuchen über Datumswerte, zusätzlich Nummern und Beträge, aber auch Auswahlfelder und Multiple-Choice-Auswahlfelder. Bei Auswahlfeldern werden ab der Eingabe von 3 Zeichen Vorschläge gemacht, die mit Return übernommen werden können. Passen diese nicht, benutzen wir die Escape-Taste, um lediglich unsere Eingabe beizubehalten. Nun ist es bei Bitfarm-Archiv so, dass die Felder neben den Suchfunktionen auch die Daten anzeigen, die zu einem Dokument vergeben sind. Wo finden wir nun den tatsächlichen Wert, wenn wir ein Feld zur Suche benutzt haben? Nun, entweder sehen wir die Daten in der Liste, die wir gegebenenfalls erweitern und anordnen müssen, oder wir benutzen die rechte Maustaste und wählen Suchdaten ausblenden. Ebenfalls vom Administrator angelegt werden die Statusknöpfe. Wieder kann jedes Archiv über unterschiedliche Buttons verfügen. Die Statusknöpfe werden verwendet, um den Bearbeitungszustand eines Dokuments kenntlich zu machen. Am Beispiel meines Archivs Eingangsrechnungen sehen wir eine Konfiguration mit typischen Statusknöpfen, die den klassischen Prozess der Rechnungsprüfung beschreiben. Auch über den Status ist eine Suche möglich. Einmal klicken, grüner Haken, bedeutet Ja. Also hier alle Dokumente anzeigen, die geprüft sind. Zweimal klicken, rotes X, bedeutet Nein. Also hier alle Eingangsrechnungen zeigen, die nicht geprüft sind. Wir können auch mehrere Statusknöpfe kombinieren. Hier zum Beispiel alle Rechnungen, die geprüft, freigegeben, aber noch nicht gebucht sind. So könnte sich beispielsweise ein Mitarbeiter der Buchhaltung über zu buchende Rechnungen informieren. Für weitere Kombinationen ziehen wir noch die Zusatzfelder und, mit Ausnahme der Verknüpfungssuche, auch die Felder im Reiter Standard und sogar das allgemeine Suchfeld heran. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Dabei gilt, solange kein Reset oder Archivwechsel erfolgt ist, baut die Suche auf alle getätigten Eingaben auf. Finden wir eine Kombination besonders nützlich für den täglichen Gebrauch, können wir sie als Lesezeichen abspeichern. Im Menü Lesezeichen finden wir mit Lesezeichen erstellen die passende Funktion. Wir vergeben einen sprechenden Namen und können nun immer über den Bereich Lesezeichen oder über die rechte Maustaste im passenden Archiv das Lesezeichen ausführen. Lesezeichen sind mächtige Werkzeuge und bieten viele Möglichkeiten, um Arbeitsabläufe mit Hilfe des DMS zu strukturieren und zu überwachen. Wir können uns sogar per E-Mail regelmäßig über die Anzahl von Dokumenten in bestimmten Lesezeichen informieren lassen. Beispielsweise als morgendlicher Überblick über die Tagesaufgaben. In manchen Archiven kann es auch sein, dass gar keine freie Suche vom Administrator erlaubt worden ist. Dann wurden aber Lesezeichen bereitgestellt, mit denen wir die Dokumente finden, die für unsere Arbeit wichtig sind. Ausgehend von einem Lesezeichen kann natürlich auch weiter gefiltert werden. Ich gebe zu, das war natürlich alles sehr umfangreich, sodass wir nun zum Ende kommen müssen. Zum Schluss habe ich aber noch eine nützliche Kleinigkeit, die ich beim Thema Suche auf keinen Fall unterschlagen möchte, die Hot Search-Funktion. Hot Search erlaubt es,
aus beliebigen anderen Programmen heraus eine Suche im DMS auszuführen. Markieren Sie dort einfach etwas mit der Maus und drücken erst STRG C und dann STRG B. Voilà! Es können auch andere Tastenkombinationen definiert werden, die dann auch Vorgaben zum Archiv und zur Suchmethode beinhalten, sowie Verknüpfungssuche und sogar eine Screenshot-Methode, falls in einer Anwendung keine Markierung möglich ist. Dies wollen wir hier aber nicht mehr vertiefen. Also dann, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Bis zum nächsten Video.